Also die Dramen Richard Wagners haben ja nicht dieselben Anforderungen, die, sagen wir mal, 10 Bayreuth würdigen, und wenn man auch die anderen 3 dazu nimmt, also wenn man die frühen Dramen wie Holländer oder auch Tannhäuser und Lohengrin, das sind ja alles große Choropern, auch noch aus der Tradition der Grand Opera stammend, diese großen Chortableaus wie zweiter Akt Tannhäuser zum Beispiel, Lohengrin ja auch erster Akt, sehr große Chorpräsenz. Das würde ich jetzt sagen, unterscheidet sich jetzt nicht von einer Anforderung, die eine Meyerbeer-Oper an einen Regisseur stellt, was die Logistik angeht. Ja. Dann der Ring ist natürlich eine große logistische Herausforderung, weil es 4 Teile sind. Da ist aber die einzelnen Stücke haben ja bis auf Götterdämmerung gar keinen Chor zum Beispiel. Also da findet sehr viel auch immer zwischen 2 Personen statt, ganz besonders stark bei Siegfried, wo eigentlich, wenn man wirklich sich an die Szenenanweisungen hält, eigentlich immer nur 2 Personen auf der Bühne sind, höchstens mal eine im Off. Gut, kann man auch ein bisschen anders machen, je nachdem, wie man das interpretiert. Dann Tristan ist nochmal was anderes. Das ist eigentlich logistisch gar nicht so anspruchsvoll. Der Chorpart ist relativ klein, meistens auch von hinter der Bühne oder auch auf der Bühne, aber es sind nur die Herren zum einen, und dann ist es auch nicht so ein präsenter Chorpart wie jetzt Lohengrin oder Tannhäuser. Da ist die Schwierigkeit eine andere, zum Beispiel dieses lange Duett im zweiten Aufzug. Da muss man halt was finden, was diese Spannung aufrechterhält. Da passiert ja an sich jetzt äußerlich relativ wenig. Dafür ist das Gespräch sehr philosophisch und sehr auch thematisch vielschichtig. Da muss man auch eine gute theatrale Form, die auch in die Konzeption passt und die auch die Erotik, die in der Szene ist, natürlich irgendwie mitverarbeitet, aber auch gleichzeitig den philosophischen Gehalt. Meistersinger ist auch wieder natürlich die Herausforderung, die pure Länge zum einen, dann auch natürlich viele Chorszenen, aber auch viele Ensemble-Szenen mit vielen Solisten und Solistinnen auf der Bühne. Das ist wieder was anderes, und Parsival ist auch in den Außenakten natürlich der Herrenchor besonders stark beteiligt, aber am Schluss auch der Damenchor, im zweiten Aufzug auch der Damenchor, aber auch lange Strecken ohne Chor, auch mit großen Gesprächseinheiten. Ich denke da an Gurnemanns erster Aufzug, ist natürlich eine sehr lange Erzählung, da wo auch äußerlich natürlich wenig passiert. Da muss man sich dann auch überlegen, wie das irgendwie theatral interessant wird. Und damit würde ich sagen, also jetzt zu sagen, die Dramen Richard Wagners haben jetzt eine andere Herausforderung als jetzt eine Oper von Meyerbeer oder Puccini, finde ich schwierig. Ich finde auch, man sollte da innerhalb der Dramen Richard Wagners differenzieren, weil für jedes Werk gibt es andere Herausforderungen tatsächlich. Ja, also ich habe jetzt bisher nur Tristan inszeniert, tatsächlich. Also ich finde thematisch an vielen Werken sehr interessante Anknüpfungspunkte. Also es fängt mit dem Holländer an, auch, oder Tannhäuser, Lohengrin, ja, nein, also das würde ich jetzt nicht irgendwie gegeneinander abwiegen. Tristan ist tatsächlich kompliziert, weil es eben doch ein Stück ist, was sehr viel im Inneren stattfindet. Und da diese Schichten freizulegen, die im Werk angelegt sind, auch wenn man in Richtung der psychischen Zustände der Protagonisten geht, das ist doch eine sehr herausfordernde Arbeit, weil man immer ein bisschen abwägen muss, wie weit ist das verständlich, wie weit spoilert man da Dinge, die eigentlich vielleicht erst später kommen, wie stark ist diese Liebe zwischen den beiden Protagonisten, die ja eigentlich gar keine so eigentliche Liebe ist, sondern sowas, was über dem Begriff Liebe steht. Wie weit ist das sichtbar zu machen? Das ist zum Beispiel thematisch sehr komplex, aber natürlich auch Parsival ist thematisch wahnsinnig kompliziert auf die Bühne zu bringen, weil es natürlich auch einen hohen philosophischen Gehalt hat, eine hohe Komplexität in den thematischen Anknüpfungspunkten, die Religionsthematik, das Überwinden der Religion durch die Kunst, worum es ja eigentlich Wagner ging bei der Konzeption von Parsival, das ist natürlich ein hochgradig abstraktes Thema, und das in eine sinnliche Theaterform zu übertragen, ist auch nicht einfach natürlich. Aber interessant ist das alles für einen Regisseur. Also es gibt kein Stück, wo man sagt, ja, da steckt jetzt nichts drin. Das gibt es bei Wagner an sich weniger, denke ich. Also, fangen wir mal vorne an. Gehen wir jetzt mal vom Ring aus. Habe ich auch erzählt schon in dem Ring-Talk, die Geschichte, nicht? Wagner hat das Stück geschrieben, den Ring des Nibelungen. Er hat ja angefangen mit der Dichtung, hat er sozusagen rückwärts geschrieben und die Komposition vorwärts, wenn man es mehr oder weniger so sagt, mit ein paar kleinen Abweichungen.
ich hatte da gesprochen über diese Stelle im Rheingold, nicht? Wo sehr präsent das Schwertmotiv am Ende des ersten also nicht ersten, also am Ende vom Rheingold im 4. Bild gespielt wird. Da, wenn der Wotan singt, so grüße ich die Burg, da wird das Schwertmotiv sehr stark im Orchester hervortretend gestaltet. Und da steht in dem originalen Regieanweisung steht nichts davon, dass da irgendwas mit dem Schwert passiert, nicht? Weil der Wagner das, als er den Text geschrieben hat, noch gar nicht wusste, dass er es so vertont. Und als er es dann in Bayreuth selber aufgeführt hat, hat er gemerkt, oh, jetzt ist aber dieses Schwert da so zu hören. Und was mache ich denn jetzt? Und jetzt hat er dann, da gibt es hier diese Aufzeichnung von Felix Mottl in den Peters Klavierauszügen, hat er gesagt, ja, wo kriegen wir jetzt ein Schwert her? Da haben sie lange hin und her überlegt, ja, da könnte doch in dem Hort, der da hochgebracht wird, den der Pfaffner da hochbringen lässt, also der Albrecht der Albrecht lässt ihn hochbringen und der Pfaffner übernimmt den Hort von ihm, da könnte ja auch ein Schwert dabei sein. Und das zeigen wir dann mal an der Stelle, damit die Zuschauer schon verstehen, das ist das Schwert, weil das wird sehr prägnant eingefügt. Wenn jetzt die Zuschauer da gar kein Schwert sehen an der Stelle, wissen sie auch später gar nicht, warum das dieses Schwertmotiv ist. Also das heißt, auch hier musste Wagner schon als Regisseur, der ja dann war in Bayreuth auch, wo er die Bühnenhandlung beaufsichtigt hat, musste er von dem Text abweichen, der in den Regieanweisungen steht, weil er das einfach noch gar nicht wusste, dass das so wichtig ist an dem Zeitpunkt. Also da fängt schon an, alle, die behaupten, man muss jetzt 1:1 das machen, was Wagner da geschrieben hat, das geht gar nicht. Das hat selbst Wagner selbst ist es nicht gelungen. Also das heißt, es wird immer eine Abweichung geben zu dem geschriebenen Text. Wie groß diese Abweichung ist, das entspricht natürlich immer auch der Zeit, in der was inszeniert wird. Nicht? Also die Kunst ist immer das Subjektsmodell der Gesellschaft, die gerade vorherrscht. Das betrifft natürlich die Dramen, die in der Zeit geschrieben werden, ganz besonders stark. Natürlich hatte Wagner, wenn er diese Nibelungen schreibt, ganz anderen Zeitbezug, als wir heute das verstehen würden. Nicht? Also wenn man überlegt, ja, das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter der Industrialisierung. Da hat es natürlich eine ganz andere politische Dimension, wenn man eben so Art Arbeitssklaven wie die Nibelungen zeigt. Nicht? Das ist ein Aspekt. Der nächste Aspekt ist natürlich, Ästhetik verändert sich auch über die Jahre. Und das, womit wir gerade zu tun haben, dass wir gerade in der Oper einen sehr großen Anteil des Repertoires haben, was eben aus einer anderen, was keine aktuellen, keine zeitgenössischen Stücke sind, sondern was Stücke sind, die aus einer anderen Zeit stammen. Ja? Also Wagner jetzt aus dem 19. Jahrhundert, Mozart aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert, Monteverdi sogar noch aus dem 17. Jahrhundert. Also da heißt, das sind schon 3 unterschiedliche Zeiten, Stücke, die ganz anders gewirkt haben damals und Stücke, die heute natürlich auch ganz anders wirken, weil man sie anders liest und anders versteht als damals. Wenn Sie jetzt mal überlegen, das, was viele Leute das sogenannte Regietheater nennen, weil es ist kein Fachbegriff, das ist eigentlich ein Kampfbegriff von Leuten, die das eben nicht mögen. Es wird nur von Leuten verwendet, die sagen, dass das was Blödes ist eigentlich. Es ist kein theaterwissenschaftlicher Fachbegriff, Regietheater, weil das hält ihm nicht stand. Weil, was ist das Gegenteil? Es gibt ja kein Theater ohne Regie. Selbst wenn es nur einen Darsteller und einen Zuschauer gibt, dann überlegt sich der Darsteller, was er macht und damit ist das auch Regie. Also darum, was ist das Gegenteil davon? Nicht? Also man kann auch nicht Musiziermusik sagen. Nicht? Was ist das? Nicht? Also natürlich wird Musik hervorgebracht, indem man musiziert und Theater wird hervorgebracht, indem irgendjemand die Regie macht und sei er für sich selber, wenn er selber Regisseur und Schauspieler ist. Also das ist das eine. Das andere ist, das, was sozusagen als anstößig empfunden wird, ist immer das, was der gewohnten Tradition oder den Sehgewohnheiten widerspricht. Das begegnet mir ganz häufig von Leuten, die mir erzählen, also ich bin zu jung, als dass ich das noch miterlebt hätte, aber die Aufführungen von Wieland Wagner, gerade zu Beginn in Neubayreuth, die waren hochgradig umstritten natürlich, weil die natürlich den Sehgewohnheiten von vorher widersprochen haben. Das ist so, vorher war das eben eine naturalistische Herangehensweise, die wurde in Bayreuth auch länger gehalten, als das noch modern war, weil Cosima sehr lange an diesen alten Inszenierungen von Wagner selbst oder auch welche, die in der Nachfolge direkt entstanden sind, festgehalten hat. Also darum war dieser Bruch, den Wieland und auch sein Bruder Wolfgang mit der Gründung von Neu-Bayreuth vollzogen haben, sehr groß. Und da gab es viele Leute, die gesagt haben, das geht gar nicht, nicht? Und das gibt ja diese berühmte Karikatur mit dem Wagner, der sich eben selber erhängt in diesem Bühnenbild der Meistersinger, der sehr kühne Entwurf der Meistersinger, 2. Aufzug, wo Wieland Wagner
ja gar keine, also diesen großen Blumenball, der diesen Fliederbusch symbolisiert, aber gar keine pittoreske Kulisse hingestellt hat. Also das hat den Sehgewohnheiten widersprochen und wurde sehr angefeindet damals. Ja? Und dann geht es weiter. Mit Götz Friedrich, 72, Tannhäuser, Cherot, Ring natürlich auch sozusagen eine der großen Brüche in den Sehgewohnheiten. Aber das ist eigentlich auch, wenn man das jetzt von heute betrachtet, ist das natürlich auch ein Spiegelbild der damaligen Theaterausdrucksformen. Die waren immer vielleicht etwas kühner als ihre Zeit, aber es ist jetzt nichts, wenn jetzt heutzutage jemand einen Ring inszenieren würde wie Wieland Wagner, würden alle sagen, ach Gott, wie altmodisch. Manchmal erlebt man es ja, das ist ja beim Wieland der Fall gewesen, er hat dann manchmal noch so kleine Modifikationen vorgenommen. Es gibt da auch eine interessante Art und Weise, wie man verfolgen kann, wie sich dieses Bühnenbild des zweiten Aufzugsmeistersänger verändert hat. Dann hat er doch ein bisschen so eine stilisierte Kulisse dazu genommen, dann waren die Leute wieder etwas beruhigt. Bei Cherot ist es ja auch so, das begann als Skandal und endete dann auch als umjubelte Inszenierung. Und je länger das her ist, haben die Leute gesagt, ach, das war aber noch schön damals, die gleichen wahrscheinlich, die sich damals auch aufgeregt haben. Also die ästhetische Sprache auf der Bühne, die ist immer auch sehr stark zeitbezogen und auch kontextualisiert natürlich. Das war natürlich wiederum diese Lektüre von George Bernard Shaw zum Beispiel, die Cherot damals vollzogen hat, das war was man in Deutschland nicht getan hat vorher. Damit hat er das wiederum in den Diskurs gestellt. Und man kann da weitergehen, man kann von Schlingensief jetzt auch von dem Parsival in Bayreuth reden, um jetzt mal bei Bayreuth zu bleiben, oder auch Neuenfels, der Lohengrin, der auch umstritten war und dann immer mehr Fans hatte. Nicht? Also man wird immer finden, dass Dinge, die den Sehgewohnheiten zunächst widersprechen, auch erstmal natürlich Ablehnung erfahren, auch von Leuten, die es dann erstmal nicht so verstehen oder nicht so schätzen, dass etwas passiert, was ihren Sehgewohnheiten widerspricht. Aber ich fürchte, dass man damit immer zu tun haben wird, solange man Theater macht und solange man Stücke rezipiert, die nicht aus der Zeit stammen. Es ist klar, bei einer Uraufführung wird anders auf die Regie geschaut. Da wird die Regie natürlich erstmal in den Hintergrund treten, weil das Stück neu ist. Das Stück wird dann diskutiert natürlich. Die Musik, also jetzt bei einer Musiktheater-Uraufführung wird natürlich überlegt, wie ist die Musik, was sagt uns das Stück, wie ist das geschrieben. Das tun wir ja alle gar nicht mehr in der Rezeptionsspirale, weil wir immer die gleichen Stücke aufführen, die alle eigentlich schon kennen. Und darum ist natürlich die Regie dann wichtiger als früher, weil natürlich die Regie das Neue ist daran. Weil die Regie, das ist das Neue und Neuartige einer Premiere ist. Nicht mehr das Stück, weil wir eben keine Uraufführung spielen, sondern weil wir Stücke rezipieren, die sehr alt sind zum Teil. Und damit ist natürlich dass der Fokus und auch die Aufmerksamkeit, auch in Kritiken oder in Gesprächen in der Pause immer, wie ist die Inszenierung. Das ist aber natürlich ein bisschen eigentlich was dem Theater auch widerspricht, weil natürlich eigentlich das Theater oder auch die Oper eigentlich eine moderne Kunstform ja ist, die ja auch die Stücke aus der heutigen Zeit viel mehr mit einbeziehen sollte. Und dann wäre dieses Thema gleich viel kleiner, kann ich Ihnen garantieren. Man kann noch viel weiter zurückgehen. Man kann bis in die 20er Jahre hinein zurückgehen in die Krolloper Adolf Appia. Da gibt es ja auch Entwürfe zum Fliegenden Holländer. Da gucken Sie sich die mal an. Die waren in den 20ern genial. Das war wie Bauhaus, nicht? Also so wirklich auf der ästhetischen Höhe. Also ich glaube, das ist was Menschliches. Ich weiß nicht, ob das was mit Konservativsein zu tun hat. Das ist was Menschliches, dass wenn man eine Sache liebgewonnen hat in der Art und Weise, wie man sie gesehen hat und das auf einmal ganz anders ist, dass man ab einem gewissen Punkt nicht mehr sagt, boah, das finde ich jetzt toll. Das ist ganz normal. Ich kenne viele Leute, die in ihren jungen Jahren ganz glühende Verfechter von Wielands Inszenierung waren gegenüber den Älteren. Damals gesagt, nein, das ist toll, das nimmt mich mit, das ist was ganz Spannendes, und die dann aber natürlich jetzt wiederum sagen, das, was heute ist aber alles ganz furchtbar. Und das damals war noch, also waren damals die jungen Leute, die auch radikal bereit waren, neue Wege mitzugehen, und irgendwann haben sie dann gesagt, nee, aber damals war es schöner, nicht? Aber das ist also so, wie die Leute, die damals älter waren, gesagt haben, dann wahrscheinlich in dem Naturalismus, als das noch neu war, dass das toll ist, und dann mit diesen Brüchen konfrontiert waren, ist das jetzt heute auch wieder so. Das ist, also ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit konservativ zu tun hat, sondern es hat auch was mit was Menschlichem zu tun, okay. Wenn man Dinge liebgewonnen hat auf eine gewisse Art und Weise, dass man dann, je weiter die sich davon entfernen, wie das damals war, was aber ganz natürlich ist. Es ist ganz natürlich. Die Literatur, die heute geschrieben wird, ist auch eine ganz andere Literatur, als die in den 50er Jahren geschrieben wurde. Die Musik, die komponiert wird, ist auch eine andere.
Wenn Sie sich gucken, wie sich die Welt verändert hat, das ist ja ganz normal, dass natürlich ein Theater, was ein künstlerisches Element ist, dass es auch an die Subjektsmodelle herangeht, die heute präsent sind, dass man heute eine andere Art in der Geschwindigkeit des Zusammenlebens hat, andere familiäre Strukturen als damals, andere Medien, die man konsumiert. Ich meine, die Sehgewohnheiten sind auch ganz andere heute. Selbst wenn Sie ins Kino gehen, gucken Sie sich mal an, wie langsam Filme früher geschnitten waren, zum Teil wie schnell Filme heute geschnitten sind. Das sind einfach Dinge, die denkt sich niemand aus im stillen Kämmerlein, sondern es reagiert auf Strömungen, die in der Gesellschaft oder im visuellen Alltag sowieso vorhanden sind. Naja, das sind nicht heutzutage, die Kinder sind in der spezifischen Interpretation die Kinder, aber weiß ich, ist das jetzt so weit weg? Also ein Gold, ja gut, Gold, ob jetzt, das ist ja nicht das chemische Metall sozusagen gemeint, sondern es ist ja etwas sehr Wertvolles, um das Kriege geführt werden jetzt, also oder um das schwere Konflikte entstehen. Ist der Weg jetzt zu Kindern da so weit weg? Ich weiß es gar nicht. Also es ist, aber auch da kann ich Ihnen sagen, gibt es auch schon immer diese Konflikte. Das ist ja das, was die Leute Wieland auch gesagt haben. Da steht Haus und da sehe ich kein Haus. Nicht? Das können Sie ja da auch genauso sagen, oder? Was ganz lustig ist, ich habe jetzt mal auch zufällig in diese unter sehr konservativen Wagnerianern ja sehr beliebte Inszenierung von Im Ring an der Met von Otto Schenk reingeguckt. Da singt sie ja auch zum Schluss, die Brünnhilde Grane, mein Ross sei mir gegrüßt. Aber da gibt es gar kein Ross. Da gibt es gar nichts. Es wird einfach weggelassen, wenn man denkt, die Amerikaner verstehen es eh nicht. Also da ist es doch jetzt in Bayreuth fast werkteuer, wenn da wirklich, ich meine, das war kein Pferd, aber das ist ein Mann, der Grane heißt, und da ist doch viel mehr am Text dran, als das, wo es einfach weggelassen wird, weil man kein Pferd mehr auf die Bühne schicken darf, also zum Beispiel, nicht? Also man muss ja immer überlegen, das buchstabengetreue Befolgen, das ist ja dann immer schon schwierig, nicht? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt, wenn die Brünnhilde mit dem Pferd ins Feuer springt, das wird nicht funktionieren. Das Pferd wird nicht das machen. Vielleicht konnte man früher ein echtes Pferd durchs Bild führen. Aber also das, wie es drin steht, werden Sie nicht machen können. Also wir können ja mal den Spaß machen, diese letzte Regieanweisung der Götterdämmerung vollständig sich vorzulesen und versuchen, auf dem Theater zu realisieren. Unmöglich 1:1 zu machen. Das heißt, es wird immer irgendwo Abweichungen oder Interpretationen geben müssen. Aber ich verstehe, wo Sie drauf hinaus wollen. Es ist auch, man wird immer, auch in der konservativsten, das ist meine Erfahrung im Theateralltag, Sie sehen, wir haben hier einen Auftritt links, einen Auftritt rechts sozusagen, wir müssen ja immer Kompromisse machen, nicht? Man kann immer überlegen, wie das gestaltet wird, aber irgendwo werden Sie immer, auch den Text, müssen Sie auch immer fragen, was ist wichtiger? Ist die Idiomatik wichtiger, also dass man wirklich genau befolgt, was drinsteht, oder ist es wichtiger, dass der Sinn transportiert wird zum Beispiel, nicht? Also und da, der Sinn ist ja auch nichts, was festgelegt ist, das ist Interpretationssache. Das heißt, auch Sie als Zuschauer interpretieren ja, das ist mir besonders wichtig, weil ich das aus dem Stück herauslese. Das heißt, das möchte ich gerne sehen. Der Regisseur ist ein anderer Mensch als Sie, logischerweise, weil wir alle unterschiedlich sind, und der liest das Stück anders mit seiner Lebenserfahrung und wird als Essenz wiederum was anderes feststellen. Das ist keine Arithmetik oder Mathematik, das ist Interpretation. Und Interpretation ist immer auch von dem Individuum, was diese Interpretation durchführt, abhängig. Es gibt ganz häufig den Fall, dass wenn wir irgendwie ein Buch oder ein Buch als Kinder oder als Jugendliche ganz toll fanden und gelesen haben, und dann wird das irgendwann verfilmt und wir sehen den Film, sind wir immer enttäuscht. Warum sind wir immer enttäuscht? Nicht, weil der Film schlecht ist, sondern weil wir ganz andere Bilder selber davon im Kopf haben, weil das unsere eigenen Bilder sind. Und es wird nie, das, was jemand anders macht, wird nie unseren eigenen Bildern entsprechen, und damit ist da immer natürlich ein gewisses Potenzial da zur Frustration. Das verstehe ich auch. Und ich bin auch nicht dafür zu sagen, das Publikum muss, das Publikum soll. Nein, das Publikum ist genauso, wie es ist. Die Leute kommen mit ihrer persönlichen Haltung dahin. Einige lassen sich von einer gewissen ästhetischen Sicht begeistern, andere nicht. Das ist in der Natur der Sache. Kunst wird nie auf dem Konsens sich begründen, dass alle sagen, das hat mir jetzt gefallen und das Gleiche in mir ausgelöst. Dafür ist die Rezeption von Kunst auch mit der eigenen individuellen Geschichte zu stark, als dass wir da auch die Wirkung als Regisseur wissen, schon vorgeben zu können. Es kann auch ganz was anderes gemeint sein, als das, was beim Rezipienten dann tatsächlich ankommt. Das kann auch sein, dass Leute was ganz anderes lesen, als intendiert war. Das ist auch möglich.
Ja gut, das ist auch eine Art, das ist auch eine Art der Mittel, die den Regisseur wählt. Natürlich kann man mit einer leeren Bühne und mit 2 Menschen ohne Requisiten ein interessantes Theater machen, wenn die das, also denken Sie an Peter Brook, natürlich geht das. Natürlich geht es aber auch in einer opulenten Variante. Sagen Sie mal hier Parzival von Stefan Herheim, da war wahnsinnig viel zu sehen, nicht? Aber auch eine sehr erfolgreiche Inszenierung, weil er auch versucht hat, viele Schichten des Stücks freizulegen. Also dass Herr Thielemann natürlich seine Sicht als Dirigent auf die Dinge hat, ist ja klar, nicht? Also dass er eine gewisse Art hat, wie er die Musik fühlt, das drückt er durch seine Musik aus, aber da muss er natürlich auch damit leben, wenn er es nicht macht, wie Herbert von Karajan und selber dazu inszeniert, dass da jemand anders ist, der das mit seinen Mitteln macht, nicht? Also Karajan war insofern da konsequent, der wollte da niemand anders, der ihm stört und hat das genau sozusagen das Musikalische durch seine dirigentische Interpretation und das Szenische durch seine Interpretation als Regisseur ausgedrückt. Mochten übrigens auch nicht alle. Also es war auch nicht so, dass da alle gesagt haben, hurra. Das war aber auch Leute, die das gut fanden und Leute, die es nicht gut fanden. Also daher, Sie sagen ja geschmackvoll. Ja, da hat der Wiener Sänger meint dann seinen eigenen Geschmack, was er geschmackvoll findet. Aber wenn ich mich jetzt mit 2 Kollegen unterhalte, was geschmackvoll ist, komme ich zu ganz unterschiedlichen Punkten. Der eine findet das geschmackvoll, der andere findet das geschmacklos. Das ist, also es gibt ja keine Geschmackspolizei, Gott sei Dank, und auch keine Grade, wo Geschmack in gut oder schlecht eingeteilt wird. Also klar, also natürlich, wenn ich Sänger bin und auf der Bühne stehe, dann habe ich immer einen Regisseur, der mich mehr mitnimmt und der andere, der mich nervt. Das ist ganz klar. Also das hängt auch sehr viel mit dem Menschlichen zusammen, auch viel von dem eigenen Lesen der Figur, wie man die Figur empfindet. Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es da Regisseure, die entscheiden mehr im Einvernehmen mit den Darstellenden. Dann gibt es aber auch welche, die sagen, es ist meine Sicht, das musst du oder müssen sie umsetzen. Das ist natürlich dann auch, andere finden das so gut, andere finden das auch auf eine andere Art und Weise gut. Das ist nie gleich und auch nie konsensual in dem Sinne. Also Sie werden immer auch auf einer Probe einen Sänger haben, der mehr von sich anbietet aus. Dann gibt es andere Sänger, die sagen, nein, ich möchte ganz genau erstmal hören, was hier für eine Interpretation in dieser Szene gewollt ist, bevor ich mein eigenes da einbringe. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe das seit 30 Jahren so gemacht, daran ändere ich nichts, das gibt es auch. Also so unterschiedlich wie wir alle sind, so unterschiedlich sind auch die Herangehensweisen von Sängern auf der Bühne. Und Deko, ja, na gut, also ich meine, weiß ich nicht, was Herr Thielemann sagen würde, wenn er dann im leeren Raum irgendwie ohne ein Element würde er vielleicht sagen, ach, naja. Zu viel. Und was man noch dazu sagen muss, im Punkt von Richard Wagner, das hat mich jetzt auch sehr irritiert, dass der Freundeskreisvorsitzende in Bayreuth von dem Primat der Musik gesprochen hat, dass das Wichtigste sei die Musik. Also das ist wirklich was der Idee dieses Festivals und der Idee der Musikdramen, also Wagner hat das Wort selber nicht benutzt, aber es wird ja häufig verwendet, wenn man über Wagner spricht, völlig widerspricht. Nämlich da geht es um eine neue theatrale Form, wo eben das Wort und der Text auf die größte Höhe zum sogenannten Gesamtkunstwerk verbracht werden, also wo natürlich auch die theatrale Dimension ganz ungeheuer entscheidend war. Also darum wundere ich mich auch, dass alle so begeistert waren, als der Parzival in der Pandemiezeit in Bayreuth konzertant gespielt wurde. Also es gibt nichts, wenn man wirklich von den Ideen der Gründung dieses Festivals zugrunde lagen, was dem so widerspricht wie eine konzertante Aufführung einer Wagner-Oper, als wenn man jetzt auch die vielleicht verunglückste szenische Version dem gegenüberstellen würde. Also das wundert mich dann immer, dass gesagt, es muss genauso sein wie bei Wagner und es muss genauso sein und am schönsten konzertant. Ja, das ist aber das, was am meisten gegen Wagner geht, weil es geht also wenn Sie auch die ganze Architektur des Festspielhauses und die Blickführung des Zuschauers, es geht alles zur Bühne hin. Das Orchester soll gar nicht sichtbar sein, nicht? Also, weil man natürlich die Szene als ungeheuer wichtig erachtet hat aus der Sicht von Richard Wagner damals. Und das muss man auch dazu sagen, das ist eigentlich eine der genialen Ideen von Wolfgang Wagner auch gewesen, der vielleicht nicht der avantgardistischste Regisseur aller Zeiten war. Das war auch ein sehr handwerklich denkender und auch ästhetisch kein vorwärtsstürmender Regisseur, aber er hat immer von Patrice Chéreau, Götz Friedrich über Harry Kupfer bis hin zu Schlingensief ganz avantgardistische Regisseure engagiert, um diese Vision seines Großvaters zu verwirklichen. Also weil man sagen, ja, unter Wolfgang Wagner, da fanden die Stücke noch statt. Ja, in seinen eigenen Inszenierungen war das schon eher konservativ zum Teil, das stimmt. Aber er hat immer auch die anderen Sichtweisen gleichzeitig in einer großen Bandbreite. Er hat einen Ring von Peter Hall, der eher konservativ war, aber auch Ringe eben von Kupfer und Chéreau. Also das waren ganz andere Antipoden, die da immer zugelassen wurden. Und das hatte er verstanden, dass es immer auch einen
fortschrittliches Festival war, nicht? Also es war also zur Zeit, als Richard Wagner dieses Festival gegründet hat, war das eine fortschrittliche Idee, das Publikum dazu zu bringen, dass es dem Bühnengeschehen folgt und nicht in Logen sitzt und mal rausgeht und wieder reingeht, wie in Paris in der Oper damals. Da ist er ja auch dran gescheitert an dieser Erwartungshaltung, dass das Ballett in der Mitte des Stücks stattfinden muss. Er meint, es gehört aber am Anfang hin. Ja, schon ein Skandal. Auch einer der größten Theaterskandale der Geschichte, weil auch wiederum Erwartungen unterlaufen wurden, weil die Leute aus dem Club immer in der Mitte des Ballett hatten und nicht am Anfang, da waren die gar nicht da, die wollten aber ihre Freundin auf der Bühne sehen, aber da haben sie doch gegessen, also das, ja, also auch hier. Ja, das Wagner-Publikum ist auch heterogen, nicht? Also es gibt natürlich, in Bayreuth das Publikum ist aber auch heterogen, hat sich sehr gewandelt natürlich mit den letzten Jahren, wo es ja doch auch anders ist, wie man überhaupt an Karten kommt. Früher, kann ich mich erinnern, musste man 10 Jahre, wenn man in keinem Wagner-Verband oder in keinem Förderverein war, warten. Heute gibt es andere Möglichkeiten, kann man auch, wenn man jetzt Glück hat, zum Beispiel über ein Internet verkauft direkt eine Karte. Das ist natürlich auch sehr teuer in Bayreuth, das kommt natürlich auch darauf an. Es sind natürlich Leute, die da schon auch was investieren, die da hinfahren extra, um einen besonderen theatralen Abend zu erleben. Natürlich haben die andere Erwartungen als ein Publikum von Abonnenten, was da zufällig hingeschickt wird und gar nicht weiß, was es ist. Also natürlich sind Wagner-Premieren in Deutschland sind schon besonders emotional immer. Das ist klar. Also das wird immer eigentlich irgendwie eine Diskussion geben, weil es ja doch in Deutschland wichtige Stücke sind. Weiß ich nicht, wie das jetzt ist, wenn das in England ist, ob das da ähnlich emotional abgeht. Das war ich noch nie bei einer Wagner-Premiere. Aber ich glaube, es ist anders in Deutschland, weil natürlich die Stücke anders aufgeladen sind, auch mit der Rezeptionsgeschichte, auch mit der Rezeptionslast zum Teil, die da mitschwingt. Und natürlich hat jeder seine Meinung zu Wagner. Jeder Theatergänger hat eine starke Meinung. Und wenn er gar keine hat, ist die auch stark. Also das ist so. Aber das ist ja auch was Interessantes, weil man natürlich auch andere Grad an Engagiertheit hat natürlich mit dem Gesprächspartner. Wir sind ja als Künstler auch nicht in unseren Elfenbeintürmen, sondern wir wollen ja mit dem Publikum auch, sei es nur durch unsere Kunst oder auch danach jetzt bei solchen Formaten oder auch in Nachgesprächen ins Gespräch kommen. Und natürlich sind da Leute ganz anders engagiert, wenn Sichtweisen da auf sie treffen, die vielleicht nicht so sehr ihren eigenen entsprechen. Also da ist immer ein hoher Grad an Identifikation auch oder auch Nicht-Identifikation. Also gibt es auch immer viel verschiedene Meinungen und das ist ja eigentlich das, was das lebendige Theater ausmacht. Das ist ja nichts schlimmer, als wenn die Leute nach einer Aufführung nach Hause gehen, ja, war irgendwie, weiß auch schon wieder nicht mehr. Also das ist ja so eine starke Ablehnung zum Beispiel, die über Jahre anhält, kann ja auch eine Haltung sein. Manchmal ändert sich das bei Leuten auch, die sagen eigentlich, das fand ich ganz blöd damals, aber jetzt nach 5 Jahren gucke ich die Inszenierung nochmal, ach, auf einmal hat sich was bei mir auch verändert oder auch in der Welt oder meiner Sicht auf das Stück. Unsere Sicht auf die Stücke, da werden Sie mir sicher nicht widersprechen, ändert sich ja auch. Wenn Sie jetzt als junger Mann ein Stück lesen, dann ist es was anderes, als wenn Sie es jetzt nochmal lesen. Denn Sie haben ja auch ganz andere Themen im Leben, die Sie interessieren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das Wagner-Publikum per se besonders konservativ ist. Ich denke, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Jeder eigene hat das, was ihm wichtig ist. Jeder eigene hat das, was ihn überzeugt. Jeder ist eine andere Person und jeder hat andere Dinge bei einem Theaterbesuch, die er auch erwartet und die ihm wichtig sind. Also daher glaube ich, dass, wie gesagt, auch immer die eigene Perspektive sehr entscheidend ist. So wie Christian Thielemann seine Perspektive als Dirigent hat und als einer, der natürlich auch vieles gesehen hat über all die Jahre, hat jetzt ein junger Dirigent wahrscheinlich auch wieder eine andere Perspektive als Herr Thielemann, auch wie er die Partitur interpretiert. Ja, das sind auch Unterschiede, auch aus jeder Zeit heraus und jeder Zugangsweise zu den Werken. Und so ist es bei Regisseuren auch. Auch wenn derselbe Regisseur ein Stück als junger Mann inszeniert und dann im Alter nochmal, kommt was ganz anderes unter Umständen bei raus, weil er natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung hat. Dirigenten interpretieren auch selbe Werk an 2 Abenden unterschiedlich. Kommt auch ganz häufig vor. Nicht? Ja. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, mich hier äußern zu können. Vielen Dank.